Es ist ein Leben hinter dem Schleier, ein Leben in Schwarz. Für Frauen ist Saudi-Arabien ein Königreich der 1001 Verbote. Auch in Jeddah, der liberalsten und weltoffensten Stadt des Landes. Doch hinter dem Schleier wächst der Unmut. Immer mehr junge, meist gut ausgebildete Frauen wollen kein Schattendasein führen und lassen sich aus dem öffentlichen Leben nicht länger verbannen. Eine Herausforderung für die streng konservative Monarchie, eine, die das Land tiefgreifend verändert. Noch bis vor kurzem hatten nur wenige Frauen einen Beruf. Und wenn, dann meist nur in streng getrennten Bereichen. Inzwischen gibt es immer mehr Verkäuferinnen, die direkten Kontakt zu männlichen Kunden haben, was viele Saudis als Sünde empfinden. Die Bäckereibesitzerin Saif dirigiert nicht nur ihre Angestellten, sondern steht als eine der ersten Frauen in der Altstadt von Jeddah auch selbst hinter dem Ladentisch. Mein Vater hat sein Leben lang die Bäckerei geführt und mir die Liebe zu dieser Arbeit vermittelt. Als er starb, habe ich diese Bäckerei übernommen, auch weil ich sie nicht in fremden Händen sehen wollte. Meine Schwester und alle meine Verwandten rieten mir ab, hinderten mich sogar daran. Sie glaubten nicht, dass ich es schaffen würde. Aber ich sagte mir, fürchte dich nicht. Reiß die Angst aus deinem Kopf heraus. Und ich habe an meiner Leidenschaft für diese Arbeit festgehalten. Ich wusste, so würde ich es schaffen. Heute ist die Bäckerei die Krönung meines Lebens. Eine Frau soll sich nicht schämen, zu arbeiten und mit fremden Männern zu tun zu haben. Sie soll Selbstvertrauen haben. Auch ich habe anderen jungen Frauen aus der Gegend Mut gemacht. Eine hat jetzt ein Restaurant, die andere ein Antiquitätengeschäft und eine sogar einen Werkzeugladen. 2015 gab es in Saudi-Arabien zum ersten Mal Gemeinderatswahlen, bei denen Frauen nicht nur wählen, sondern erstmals auch kandidieren durften. Im Wahlkampf konnten sich die Frauen jedoch nicht direkt an männliche Wähler wenden und mussten oft Schauspieler engagieren, die für sie sprachen. Die Unternehmerin Rasha Hevsi ist eine von nur 2 Frauen, die in den Stadtrat von Jeddah eingezogen sind. Schon bei der ersten Sitzung kam es zur Konfrontation. Einige der Männer wollten nicht, dass die beiden neu gewählten Frauen mit ihnen am Tisch sitzen. Weil Rasha Hevsi sich weigerte, hinter einer Wand Platz zu nehmen, erhielt sie Morddrohungen von streng religiösen Konservativen. Bestimmte Leute beklagen, dass einige Frauen, die in die Gemeinderäte eintreten, nicht reif genug seien, um diese Verantwortung zu übernehmen. Doch ich frage, sind etwa alle Männer reif dafür? Wir müssen uns mit vielen extrem konservativen Männern auseinandersetzen, die unsere Teilnahme am öffentlichen Leben als Bedrohung für die Heiligkeit der Gesellschaft und für die Beziehung zwischen Mensch und Gott sowie innerhalb der Familie sehen. Sie meinen, uns Frauen beschützen zu wollen, indem sie uns ausschließen, von ihrer Welt getrennt halten und einhüllen. Doch diese Art von sogenanntem Schutz schafft eher den individuellen Willen ab und endet in Belagerung. Wir müssen sicherstellen, dass mehr und mehr Frauen am öffentlichen Leben teilnehmen und Schlüsselpositionen in Regierungsämtern übernehmen. Sobald die Gesellschaft das akzeptiert, werden sich die politischen Entscheidungen auch ändern. Und um eine neue Politik einzuleiten, müssen wir zuerst sicherstellen, dass die Gesellschaft unsere Ansprüche ans öffentliche Leben wahrnimmt und akzeptiert. Und zwar Ansprüche, die für eine moderne Frau nicht ergänzend, sondern zwingend notwendig sind. Diese Mentalität wird sich Tag für Tag entwickeln, je mehr Frauen in die Arbeitswelt eintreten. Dann wird auch die Regierung eine politische Liberalisierung umsetzen. Doch solange die Mehrheit der Gesellschaft Reformen ablehnt, kann die Regierung auch keine durchsetzen.
Rasha Hevsi setzt sich für öffentliche Verkehrsmittel ein. Weil Frauen nicht Auto fahren dürfen, haben viele, die arbeiten wollen, zuallererst ein Transportproblem. Die heimliche Revolution aber begann mit Dessous. Nachdem selbst in Geschäften für Damenunterwäsche und für Kosmetik bis vor ein paar Jahren nur Männer arbeiten durften, waren dies die ersten Branchen, die Verkäuferinnen einstellten. In den Augen der saudischen Gesellschaft haben Frauen, die in einem Geschäft oder auf dem Markt arbeiten, einen schlechten Ruf und gelten als unseriös. Dabei ist unsere Beratung unersetzlich. Neulich war zum Beispiel ein Kunde hier, der immer nach Damenwäsche in Übergrößen fragte. Für seine kräftige Ehefrau dachte ich, dann aber wollte er einen Bikini und als Anhaltspunkt meine Größe wissen. Doch wer uns am meisten belästigt, ist die Sittenpolizei. Immer wieder taucht sie hier auf. Sie kontrolliert, ob wir etwa verführerisch gekleidet sind, fragt uns, warum wir den Schleier auf diese statt auf jene Weise tragen. Doch als Modeverkäuferin müssen wir elegant aussehen. Sie mahnen uns, fürchtet Gott. Und bei wem sollen wir uns dann beschweren? Es gibt doch niemanden, der sie aufhalten kann. So wie kürzlich, als sie den Hausmeister festnahmen und erklärten, ein Mann könne doch nicht zusammen mit Frauen arbeiten, die nicht mit ihm verwandt sind. Und daraufhin verschwand auch noch unser anderer Hausmeister vor lauter Angst. Hier trainiert der Nachwuchs des Basketballvereins Jeddah United. Eigentlich ist Sport in der Öffentlichkeit für Frauen und Mädchen verboten. Die Folge: Krankheiten durch Bewegungsmangel sind weit verbreitet. Zwar ist Sportunterricht mittlerweile erlaubt, doch es gibt kaum geeignete Sportstätten. Das ist die Gründerin des Clubs Lina Al-Maena, selbst aktive Spielerin. Wenn wir auf einem öffentlichen Platz Basketball spielen würden, würde die Sittenpolizei sicher versuchen, uns zu stoppen. Und wenn unser männlicher Vormund nichts davon wüsste oder sogar dagegen wäre, stünden wir garantiert ganz schlecht da. Unser Problem hier ist, dass man Religion mit Tradition verwechselt. Es ist einfach Chauvinismus. Man will uns Frauen eingrenzen. 6 Uhr abends, Gebetszeit. Alle anderen Aktivitäten müssen ruhen. Ich bin viel angegriffen worden. In den sozialen Medien, in der Presse, auch mit Anrufen und Nachrichten auf meinem Telefon. Es waren alles Versuche, uns einzuschüchtern. Sie warfen mir vor, dass Basketball zu Homosexualität führe und Frauen dazu bringen würde, unbescheiden zu sein und sich nicht ordnungsgemäß zu kleiden. Dass wir die Frauen dazu verführen würden, das Haus zu verlassen und sich nicht mehr um die Kinder zu kümmern, sodass die Gesellschaft zusammenbrechen würde. Dass wir die Frauen von ihren religiösen Pflichten ablenken würden, dass Basketball grundsätzlich unmoralisch sei und wir unpatriotisch und amerikanisiert seien, ohne Liebe zu unserem Land und ohne Identitätssinn, dass wir die Sitten verderben und die Mädchen zum Bösen verführen würden. Staatsreligion in Saudi-Arabien ist der Wahhabismus. Das ist eine besonders strenge Form des Islam. Sie durchdringt den gesamten Alltag. Nicht nur muss jeder Saudi 5-mal am Tag beten, nicht nur sind zu den Gebetszeiten alle öffentlichen Einrichtungen, Geschäfte und Restaurants geschlossen, auch das Fahrverbot für Frauen und das Verbot, sich mit fremden Männern in der Öffentlichkeit zu zeigen, begründen viele mit der Staatsreligion. Das Verlagshaus Okas. Hier erscheint eine der wichtigsten Tageszeitungen des Landes.
Vor kurzem wurden hier die getrennten Eingänge für Männer und für Frauen abgeschafft. Nicht die einzige Neuerung im Haus. Es war eine kleine Revolution, dass bei der englischsprachigen Saudi Gazette zum ersten Mal in Saudi-Arabien eine Frau an der Spitze steht, die Chefredakteurin Somaya Jabarti. Ich hätte nie gedacht, dass ich das noch einmal erlebe. Eine saudische Frau, die zur Chefredakteurin einer saudischen Tageszeitung ernannt wird. Es ist ein Experiment und eine enorme Verantwortung. Wenn es nicht gut läuft, wird es negative Folgen für alle saudischen Frauen haben. Aber auch für diese selbstbewusste Journalistin gibt es Themen, über die sie nicht gerne spricht. Zum Beispiel Zensur. Ich werde diese Frage nicht beantworten. Ich sage nur, dass es schon sehr viel Selbstzensur gibt und vielleicht 1 oder 2 Tabus, die nicht angerührt werden dürfen. Aber wenn ein Thema nicht angesprochen werden darf, wählt man ein anderes, das Ähnliches ausdrückt. Es gibt noch viel Freiraum jenseits der Tabus, der allerdings oft nicht wahrgenommen wird. Aber zum Glück werden die Tabus nicht vom Staat, sondern von der jeweiligen Zeitungspolitik bestimmt. Es gibt immer einen Weg, auch bei uns jedes Thema zu behandeln. Man muss nur wissen, wann, wie und wo. Ich mag ein Symptom sein, dass die Zeiten sich ändern. Doch ich bin längst nicht der lebende Beweis dafür. Es gibt noch so viel Grundsätzliches, das sich in der Realität der saudischen Frauen ändern muss. Etwa ihre Rechtsstellung. Da muss noch viel getan werden. Die Vorstellung, den Status einer Minderjährigen zu haben, stört mich zutiefst. Und diese Ungerechtigkeit, diese Frustration ist immer da, wie ein stiller Strom unter deiner Haut. Und es reicht manchmal auch nur die eine oder andere Geschichte zu hören, um dann innerlich wie ein Vulkan zu explodieren. Ich glaube fest daran, dass sich die Dinge nur von innen heraus verändern können. Der Freitag ist der heilige Tag. Der Tag des Gebetes und der Familie. Im Haus der Unternehmensberaterin Fatima Mosalli kommen heute alle zusammen. Schwester Asa, Cousine Marwa, Nichten und Neffen und natürlich die Patriarchin, Fatimas Mutter. Erwachsene Männer sind nicht dabei. Die Mutter ist verwitwet, Schwester und Cousine sind geschieden und Fatima war nie verheiratet. Auch das kommt jetzt immer öfter vor, dass Frauen sich scheiden lassen oder gar nicht erst heiraten. Immer noch schauen mich viele Leute voller Mitleid an. Die Arme, sie ist nicht verheiratet und hat keine Kinder. Sie wird als alte Jungfer sterben. Es ist so schade. Ich bin die Erste in meiner Familie, die sich hat scheiden lassen. Meine Eltern haben mich dabei zwar unterstützt, aber als ich vor Gericht ging, warnte mich mein Vater. Sei vorsichtig, die Gesellschaft wird dich nun anders sehen und du wirst darunter leiden. Doch die Zahl der unverheirateten Frauen wächst und damit auch die Verwirrung bei vielen Männern über ihre Rolle. Wenn sie keinen mehr haben, den sie finanziell unterstützen, was ist ihr Ziel? Da gibt es einen gewaltigen Unterschied zwischen unserer und der westlichen Gesellschaft. Bei uns kann ich vor Gericht ziehen und klagen. Er zahlt mir nichts. Mein Ehemann, mein Vater, mein Sohn, mein Bruder, mein Onkel. Denn das ist bei uns Pflicht. In unserer Gesellschaft möchte ich nicht den Männern gleichgestellt werden, denn als Frau habe ich viele Vorteile. Wir sagen nicht, Mann und Frau sind gleich. Wir sagen, sie sollen die gleichen Rechte haben. Ich habe für meinen Abschluss ein ganzes Jahr in England gelebt und glaubt mir, ich habe dort fast täglich geweint und Mitleid mit den westlichen Frauen empfunden.
Im Ernst. Hier würde mir jeder Mann auf der Straße anbieten, mir eine schwere Tasche abzunehmen. Aber in England, da müssen Frauen sogar den Müll selbst heruntertragen, ganz allein. Ich will nicht gleichgestellt werden, nur meine Rechte haben. Ich will nicht all die Verantwortung und all die Sorgen, um die sich ein Mann kümmern soll. Ich will privilegiert und verwöhnt sein. Ich bin eine Frau. Wir haben den Frauen zugehört, nun lass uns über die Männer reden. Manchmal findet ein Mann keine Frau zum Heiraten, weil er nicht einfach ausgehen kann, um sich zu verabreden. Entweder sucht er eine Ehefrau über das Internet oder seine Mutter muss eine für ihn aussuchen. Und dann hat sie eine ausgewählt, aber der Mann mag sie nicht. Sie heiraten trotzdem, mögen sich nicht, aber lassen sich auch nicht scheiden. Das ist ein großes Problem. Dein Mädchen kannst du dir nur digital aussuchen. Doch der Technologie kannst du nicht vertrauen. Das Mädchen kann dir ein Bild schicken, das nicht von ihr ist. Du kennst sie einfach nicht, weder ihr Gesicht, noch ihre Familie, noch ihre wirkliche Persönlichkeit. Ausflug Richtung Osten, in die Wüste, in die kleine Freiheit, wo die Regeln nicht mehr ganz so streng überwacht werden. I lived for 2 years in the UK. Life was amazing and so easy and ongoing. Ich habe 2 Jahre in England verbracht. Das Leben dort war so einfach und bequem. Doch nach einer Weile wurde es mir langweilig. Hier in Saudi-Arabien dagegen ist so viel zu tun und noch so viel zu erreichen. Es gibt so viele Dinge, die verbessert und vorangetrieben werden müssen. Ich erinnere mich noch, als Personalausweise für Frauen eingeführt wurden, wie ich als junge Frau zum ersten Mal meinen eigenen Ausweis in der Hand hielt und fühlte, das bin ich. Es gab einen Ausweis, der zeigte, das ist Fatima Musali. Und auf einmal war ich nicht mehr irgendjemand auf der Familienkarte. In der Stadt ist die gefürchtete Religionspolizei allgegenwärtig, wird die Einhaltung der Sitten strenger überwacht. Dieses Treffen von nicht verwandten Männern und Frauen würde dort nicht geduldet. Sie alle arbeiten in kreativen Berufen und haben sich über die sozialen Netzwerke hier in der Wüste zum Diskutieren verabredet. Und hier werden dann auch die Kleidervorschriften etwas lockerer genommen. Die Kopftücher und die obligatorischen bodenlangen Abayas werden bunter oder sogar ganz abgelegt. Oft trifft sich Fatima mit der Malerin Ola, der Grafikerin Amal und der Eventmanagerin Tagrid hier in der Wüste. Das sind die Bilder, die ich gemacht habe. Ich suchte eine Halskette, um mich damit fotografieren zu lassen. Wegen des Gefühls zu ersticken? Ja, genau, das Ersticken. Ich hatte mir plötzlich die Haare kurz schneiden lassen, wie ein Junge. Ich fühlte mich erleichtert. Und bei den Fotos war es, als würde ich mich mit all den Gefühlen in mir konfrontieren und Frieden schließen. Ich holte tief Luft und wollte sie nicht mehr ausatmen. Stell doch die Fotos nächste Woche beim Art Bazaar aus. Die sind aber ein bisschen extrem. Bist du bereit, dich bei der Ausstellung der Kritik auszusetzen? Sie werden dich sicher angreifen. Bist du dazu bereit? Wenn es einen Sinn hat. Da wird es wieder um Erlaubtes und Verbotenes gehen, aber das interessiert mich nicht. Was wirst du den Konservativen erzählen, wenn sie kommen und dich fragen, wie du diese Fotos gemacht hast? Du musst unsere Gesellschaft bedenken. Überleg dir das gut. Noch immer ist der Wüstenstaat reich und das Königshaus kann durch finanzielle Wohltaten Loyalität erkaufen.
Den Mangel an Freiheiten zumindest für den privilegierten Teil der Bevölkerung ausgleichen. Aber der Ölpreis ist niedrig, die Reserven schwinden und die Regierung bastelt an noch recht ungewissen Reformplänen. Kinos, Theater und Musikclubs sind nicht erlaubt. Eine der wenigen Attraktionen ist der Jeddah Comedy Club. Doch auch hier gilt strenge Geschlechtertrennung. Und Scherze über die Religion oder das Königshaus sind tabu. Vor kurzem waren doch Gemeinderatswahlen. Und diesmal durften die Frauen nicht nur wählen, sondern auch kandidieren. Und einige haben sogar gewonnen. Stellt euch jetzt mal vor, wenn zwei rivalisierende Kandidatinnen sich treffen. Dann sagt die eine zur anderen: Schau mal, was du da trägst, von wegen Edelmarken, alles Billigklamotten. Und die andere antwortet: Bevor du auf meine Kleidung schaust, schau doch deinen Körper an. Du gehörst in den Fitnessclub, nicht in den Gemeinderat. "13 Jahre lang musste Sofana Dahlan nach ihrem Jurastudium um eine Zulassung als Rechtsanwältin kämpfen, bis sie vom saudischen Staat endlich eine Lizenz bekam, als eine der ersten Frauen überhaupt. Seitdem arbeitet sie an einer Modernisierung der religiösen Gesetze. In vielen Fällen herrscht eine falsche Interpretation der Scharia. Man hat einfach Elemente von Versen herausgenommen und sie missverstanden oder missverstehen wollen. Was bedeutet eigentlich, über eine Frau zu wachen? Dass du als Mann die Verantwortung hast, sie zu unterstützen. Es heißt nicht, dass du sie kontrollierst und herumkommandierst. Dieses Konzept wird heute völlig falsch interpretiert und missbraucht. Genauso wie vieles andere. Heute sagen sie, Frauen dürfen nicht arbeiten. Aber denkt an die erste Frau des Propheten Mohammed, die er so sehr achtete, Sultana Khadija. Sie war eine Geschäftsfrau. Und sie war so stark, dass sie ihm einen Heiratsantrag gemacht hat. Wir brauchen dringend mehr Juristinnen, die die Scharia mit frischen, modernen Augen sehen und die aktuelle rigide Interpretation des islamischen Rechts in Frage stellen. Frauen, die die alten überkommenen Regeln an die heutige Realität anpassen, eine Debatte entfachen und unsere Gesellschaft zu innovativen Gesetzen führen. Debatten sind der Motor der Veränderung. Ich glaube nicht an Revolutionen. Viele Frauen meiner Generation schieben die Grenzen immer weiter hinaus. Doch der Begriff von individueller Freiheit ist aus meiner Perspektive ein anderer als im Westen. Dort werden Frauen in meinen Augen zur Ware. Ich trage meine Abaya und ich liebe meine Abaya. Ich habe sie nie als Zwang empfunden. Ein Zwang besteht für mich eher, wenn sie verlangen, dass ich so aussehe, wie sie meinen, dass Frauen auszusehen haben. Warum willst du, dass ich so bin wie du? In Saudi-Arabien ist die Frauenära angebrochen. Wir sind es, die ganz still Veränderungen vorantreiben. Nicht aus der vorderen, sondern aus der hinteren Reihe. Kaum jemand bemerkt es, weil wir nicht auf dem Sitz des Fahrers sitzen. Doch wir geben ihm von hinten die Anweisungen. Sofana entstammt einer einflussreichen Oberschichtenfamilie. Ihr Vater war Vizegouverneur der Region Mekka, die Mutter Professorin für Betriebswirtschaft. Der Bruder ist Manager bei der Ölgesellschaft Aramco. Seit ihrer Scheidung von einem Kuwaiti und ihrer Rückkehr nach Jeddah lebt sie mit ihren beiden Töchtern wieder bei ihrer Familie. Es gibt schon Grenzen für Frauen in unserem Land. Aber wir geben unseren Töchtern völlige Freiheit, dorthin zu fahren, wo sie hinfahren möchten.
Mit unserem vollen Vertrauen. Ohne Eingrenzungen vom Vater, der eigentlich ihr Vormund ist. Und Autofahren ist nicht gegen unsere Religion. Es hat doch keinen Sinn, 3, 4 Fahrer einzustellen, wenn alle unsere Kinder, Söhne wie Töchter, selbst Auto fahren können. Sogar in den Straßen von Paris, London und New York. Wir können sie doch nicht von der Welt fernhalten. Es ist ein willkommener Wandel. Und wenn er nicht aufgrund der gesellschaftlichen Veränderungen passieren wird, dann aus wirtschaftlichen Gründen. Es ergibt doch keinen Sinn, für eine Ausbildung zu sorgen, wenn sie da nicht arbeiten. Unsere Töchter sollen hinausgehen und arbeiten. Der Wandel wird stattfinden, weil er schlicht lebensnotwendig ist. Ein wichtiger Moment, der mein Leben verändert hat, war wenige Stunden nach der Geburt meiner zweiten Tochter Huda in Kuwait. Da kam meine Ältere, Nora, und fragte mich, wie wird Huda sein, wenn sie erwachsen ist? Und da sah ich plötzlich mein Leben wie einen Film. Ich sah vor mir, was es bedeutet, eine saudische Frau zu sein. Eine Erlaubnis haben zu müssen, um das zu studieren, was deine Leidenschaft ist. Dein Studium dann nicht anerkannt zu bekommen oder einen Studienkameraden als männlichen Vormund vorzuweisen. Reisen nur mit Erlaubnis deines Vormundes. Und in dem Moment fühlte ich, dass ich in den Augen meiner Töchter nicht als unterdrückte Frau wirken wollte. Es war Zeit, mich mit meinen Ängsten zu konfrontieren und zu dem zu stehen, was ich bin. Und so traf ich die Entscheidung, Kuwait zu verlassen, mich scheiden zu lassen und eine alleinerziehende Mutter zu sein. Es war nicht einfach. Denn als solche wirst du hier als jemand gesehen, der versagt hat. Doch gleichzeitig können Wut und Frustration zu einer Kraft werden, die dich vorantreibt. Plötzlich gab es keinen Grund mehr, vor meinen Ängsten wegzulaufen. Hast du Grenzen? Überwinde sie. Die Leute klagen gerade über den fallenden Ölpreis. Ich dagegen freue mich. Denn schwere wirtschaftliche Zeiten zwingen die Gesellschaft zur Veränderung. Wir leben schon lange nicht mehr im gleichen Luxus wie früher. In ein paar Jahren werden Männer ihre Frauen zur Arbeit auffordern. Und sicher werden viele Familien sich bald keinen Fahrer mehr leisten können. Wunderbar, dann werden die Männer plötzlich sagen, lass die Frauen an Steuer, lass sie die Kinder zur Schule fahren, es ist billiger. Die Fundamentalisten sind auch Menschen. Und Geld spielt für sie eine Rolle. Sie werden schon einen Wechsel verlangen und sicher schon bald. Ich sehe Licht am Ende des Tunnels. Noch ein bisschen weit weg, aber ein sehr helles Licht. Während der Zeit der Unterdrückung sind Frauen besonders widerstandsfähig geworden. Ich denke, wir werden in den kommenden 5 Jahren viele Veränderungen erleben.